Moin oder was? Moin oder was? Warte, fehlt da nicht noch einer? Moin oder was? Herzlich willkommen zum neuen Video! Alter, wer, ey? Oh, So, und jetzt nochmal ein gescheitet Moin oder was und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns am Kanal, Rhein-Herne-Kanal, sind 15 Grad, es ist arschkalt, das Wetter ist verdammt scheiße und wir wollen heute die kühle Nasssaison eröffnen. Was wir dabei haben, ein Boot, ein Dwayne und uns haben wir auch dabei. In diesem Sinne mal schauen, was das heute so gibt. Alter! Digga. Dwayne und ich eröffnen jetzt die Splash-Diving-Saison und für dieses Jahr ist die Katze unser größtes Ziel. Deswegen erster Sprung des Jahres. Eine Katze, die wir alle nicht können. oh nee! Das ist so hoch. Das ist ein Gap, das merke ich gerade. Hauptsache mal Bock. Gar nicht mal so ohne die Katze hier. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll, in eine Katze zu kommen. Okay, die Katze ist wirklich ein cooler Move, aber das ist auch ein gruseliger Move, weil da scheppert doch einmal am Bauchnabel drauf. Weißt du? Und dann musst du dich hier direkt über einen 5 Meter Gap oder was schmeißen. Ja, ich springe ins Standing und vielleicht mache ich die Katze, aber wenn ich in der Luft merke, wird komisch, dann gucken, was ich dann mache. 3, 2, 1 und go. Was war das denn? Oh, das war einfach nur ein Gesichtsklatscher. Das war so maximal geil! Machst du eben noch mal eine richtige von hier kurz? Ja, muss man auch mal üben, das Ganze, was man direkt vom Gap macht. Wahnsinn ist es hier, haben wir auch mal niedergelegt. Alter, wie schnell bist du denn jetzt hier hochgekommen? Zu Fuß, Bruder. Ist das echt so weit? Oh, ja. Jetzt check ich auch, warum du nicht in die Katze gekommen bist. Ja. Entweder halt auf Bauch oder in Körper. Du kannst hier gar nicht in die Katze gehen, so richtig. Geht gar nicht. Einfach frustriert hier, ich weiß nämlich immer noch nicht, in was für eine Richtung ich paddeln muss, damit ich dahin komme. Regen, verdammt. Los! Ich filme immer noch! Das ist scheiße hier zu liegen und zu paddeln, aber. 1, 2, 3. Ja. Ja! Geil! Hä? Das war ja richtig geil! War das eine Katze? Ja, Junge! Das war nicht schlecht, das kann man wohl mal so sagen. Noch eine Katze? Muss ich? Muss so. Muss so. Ich will die irgendwo anders lieber üben, als direkt über so einen abgefahrenen. Einfach mal von da hier rein üben. Wir üben da halt wirklich gerade eine Katze, ne? So wie es aussieht, macht Jan die Katze doch nicht nochmal. Jan macht lieber den Fromp, Jan macht lieber den Fromp und als Austausch dafür mache ich die Katze. Katze von da, von hier, darüber nach da rein. Also so lässt es sich verdammt gut leben. Schön auf dem Kanal. Das Wasser ist wirklich nicht mal so kalt. Ey, Alter, ich muss einfach mal kurz festhalten. Wir sind hier hin und hatten so maximal keinen Bock, weil das kalt ist, ne? Aber jetzt, wo wir einmal drin waren, Alter, kannst du mir glauben, ey, das ist so geil, Alter. Boah, Digga, ist das geil, ey. Du einziger Zuschauer, ey, du kannst uns das glauben. Der eine Typ, der da gerade zuguckt und ich weiß, das bist genau du. Du hast so ein Glück, dass du so eine geile Sau bist. Du bist so geil. Du bist mindestens so geil wie der Tag, ey. Minimum so geil wie der Tag. Ja, von hier ist das schon ordentlich. Schon hardcore. Ich muss eigentlich von da hinten anlaufen. Aber da. Dann mach das doch einfach. Specht. Also von da hinten finde ich einen Satz. Ja, okay, doch. Ja, easy. Dann zeig mal, wo der Nachbar sein Obst versteckt hat. Kurz einmal einen Sideflip machen. Im Neo ist das schon scheiße. Ach, was ist das schön. So ein Sideflip als Frontflip-Gap-Prep ist einfach souverän. Okay. Komm, Digga. Nee. Ah. Close Call von Mr. Lange. Nee, Digga, du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch das
scheiß Rail von hier aussieht. So, ich fühle mich dazu gezwungen und auch verpflichtet. Jan hat uns gestern erzählt, wie leicht dieser vor uns sein sollte. Und deswegen würde ich es jetzt einfach mal hervorrufen. Wenn nicht jetzt, dann hätte. Oh, Alter. So weit hätte ich jetzt noch nicht genommen, aber gut. Ich bin einfach schon mal einen Schritt voraus. Also wenn ich jetzt, dann hätte und deswegen dürfte Jan jetzt auch fliegen. Boah, ich mache eine geile Transition, warte. Vollgas, komm Junge, komm. Ich war committed, aber ich kann nicht. Digga, du kannst insane. Alter, ich schwöre, ich check gar nichts gerade, weil ich weiß nicht, ob das wegen der Kälte ist oder wegen der Nässe, wegen dem engen Anzug. Irgendwas sagt mir, ich soll die Scheiße nicht machen gerade, Alter. Weil eigentlich sind Fronts das, wo ich mit Abstand am wenigsten Zeit brauche, um zu senden. Zieh den Neo aus, weil ich glaube, der ist der Abfuckpunkt, also das meine ich völlig ernst. Der ist so eng und nass, Alter. So habe ich natürlich überhaupt keinen Bock in das Wasser zu hechten dann, aber gut. Also fühle mich auch schon geiler, muss ich sagen. Sendet! Ready? Ja. 3, 2, 1, sende. Alter, jetzt, das war schon ein ordentlicher Front. Boah, hat der Spaß gemacht. Das war ein ordentlicher Frontflip. Okay, den habe ich maßlos unterschätzt gestern. Oh, alter Bär, ich mach den glaube ich nochmal wirklich in die Katze. Ja, okay. Aber ruhig Blut kurz. Was ist los? Hier direkt rein oder was? Aber erstmal eine Katze oder was, ne? Glaubst du, ich gehe auch noch rein, nachdem du jetzt hier getrocknet bin, nachdem du eine Stunde nicht gesprungen bist? Also, nach der Wartezeit gehe ich doch nicht noch mal ins Wasser. Ich glaube, mich tritt ein Pferd vom Sattel, ey. Mann. Boah. Weil wir uns halt hier am Kanal befinden und nicht an einem richtigen Spot, muss man damit auch was anstellen. Deswegen mal jetzt den Front to Körper, glaube ich. Oder Katze, da entscheide ich in der Luft. Wahrscheinlich zum Körper. Oder zur Katze. Oder zum Körper. Man riecht es nicht, man hört es nicht. Man weiß es nicht. Der obligatorische Sideflip-Test für den Front. Geil, oder? Das ist richtig geil. Ja, dann rein da. 3, 2, 1, komme! Boah! Junge! Oh, war das sick! Alter! Digga! Das war ja komplett geisteskrank! Mit dem Ast! Im Ast! Das sah so geil aus! Die da drüben gucken auch dumm. Dumme Hu. Das war so krank in der Luft, weil das kam auch irgendwie sehr nah in der Luft. Ich dachte mir nur, oh yes, Cent. Ja, also ich muss zugeben, mit so einer Nummer habe ich nicht gerechnet, als ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin. Das war schon eine ordentliche Portion Cent. Rail sehr hoch, auf einmal habe ich den Ast berührt, geöffnet wie ein Seestern, habe ich die Kante unten auf mich zusegeln sehen. Und dann aber alle gepasst. Wasser ist nicht kalt. Geil ist das. Bin happy. Schmeiß ich, glaube ich, Dwayne in die brennende Katze, oder? Ja, muss ich ja wohl. Dann wollen wir uns mal anzünden. Mal gucken, was unser Vorratskeller alles auf Lager hat zur Zeit. Ah! Gut, also man kann überblickend schon mal sagen, eine Spinne ist am Start. Oh, nee. Was ein Kavemsmann. Dann holen wir mal. Digga, das tief da drin. Einmal den Reinigungsbenzin, braucht man auf jeden Fall. Die GoPro, einfach nur weil sie mich stört. Und Jetzt fast die Spinne mitgerissen. das Wichtigste, einmal das Schlapp Up Your Life Shirt für 25 € auch bei uns im Shop auf www.schlappenstore.com erhältlich. Genauso wie das Sturmfeuerzeug auch bei uns im Shop für 6 € www.schlappenstore.com erhältlich. Rein in den Holger, Batz! Dann werfen wir in Schale. Ja, rein in den Morat. Ja, Alter, wenn du zufällig vorhast, hier gar nichts an Feuer zu machen, dann lass es auch direkt. Noch mehr. Ja, safe mehr, nur unten reicht nicht. Ja, jetzt brennt. Jetzt brennt. Brenn ich safe? Ja. Du wirst brennen. Jan sagt, ich werde brennen, mir ist arschkalt, Alter. Gut, dann lassen wir den Jungen mal brennen. Haben wir halt null auf die Katze jetzt vorbereitet, auf ganz klassischer Lehramtbasis. Und Feuer ran. Du brennst. Brenn ich? Ja, Lichterloh! Ja! Alter!
Junge. Junge, warum sagst du mir nicht, dass ich brenne? Das wird heiß. Digga! Bist du dumm? Der Typ, Alter, ich hatte kurz Angst, dass ich hier noch in Flammen aufgehe, solange das Viech hier rumsteht. Er ist doch wirklich ein Wahnsinn mit dem. Alter, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich hab den 15 Mal gefragt, brenne ich, der Ja, so, hab ich ja gehört. Nichts weiß gesagt. nicht. So ein Penner Weiß denkt nur an seine Mitmenschen. Alter, ich dachte, du checkst das wirklich nicht, dass du nicht brennst. Ich hatte so viel Spaß da zu stehen, aber irgendwann wurde es halt echt extrem heiß. So, der Grund von dieser Aktion war ja jetzt eigentlich, um zu gucken, ob das Ding auch brennt, ne? Zeig mal. Digga, es sieht aus wie neu. Komplett keine Gebrauchsspuren. Also wisst ihr Bescheid, 25 Euro. 25 Euro, holt euch für 2 Euro noch Reinigungsbenzin ab an den Kanal anzünden, aber. Wahnsinn. Was passiert zum Abschluss dieses wunderschönen Tages? Wir haben es nicht gefilmt, dass ich mich soeben umgezogen habe, um die Session hier zu beenden. Und was kommt auf dem Weg ran uns entgegen? Okay, man sieht absolut nicht, was da uns entgegenkommt. Ihr könntet erahnen, 3 Stunden nach Vlogbeginn. Ete petete paff. Servus. Zum Ende des Tages kann man ja auch mal vorbeikommen, ne? Der Beste kommt zum Schluss. Also Schluss, damit hast du ganz gut getroffen, würde ich sagen. Mittlerweile sind wir zu 4 am Mann. Gehen jetzt weiter zum nächsten Spot, zur altbekannten Blauen Brücke. Mal gucken, was wir da heute so runterschmeißen können. Ob die Katze passiert, lustig wäre. Vor allem bei der Scheiße, die ich da absolviert habe. Sind am neuen Spot, nette schmeiß ich jetzt. Ab, rein geht's da. Luftig, sagt er. Also seit wann Wasser luftig ist, das frage ich mich aber auch gewiss seit 10 Jahren. Dann wollen wir das Katzentraining mal fortsetzen, damit wir das eventuell auch im Sommer noch von höher machen können. Das war halt absolut keine Katze, muss man leider sagen. Das war eine Kerze, die aussah wie eine Katze. Also eine getarnte Kerzenkatze war das. Das war absolut purer Schwund, das war nämlich eine Kerze. Aber was liegt einer Kerze sehr nahe? Hoffentlich eine gescheite Katze. Ja, die war richtig geil. Aber ich habe meinen Kopf voll geschützt. Scheiß auf Kopf. Kopf ist eh überbewertet. Stock! Das Problem bei meiner Katze ist, das war alles in Ordnung, nur mein Kopf, der ist ohne jeglichen Schutz aufgeschlagen. Und wenn man gleich von da oben passieren soll, dann ist das Kacke. Ja gut, ins Wasser gehen kann ich mir da wohl sparen. Oh, fuck! Hast du die Augen offen gehabt? Ja. Das ist sehr blöd, Alter. Der hat das jetzt alles unter die Augenlider bekommen. Oh, verdammte Kacke! Das müsst ihr euch so vorstellen, das Auge war so und dann ist einmal 300 km/h Ferrari da durchgefahren mit einer Ladung Wasser im Gepäck, weißt du? Sebastian Vettel auf Crack. Voll auf Stein wie Schuhmacher. Oh, den können wir nicht bringen. Nicht so schnell! Ab nach Antarktis. Otzasse mit dem Schlauchboot bis in der Arktis fahren von hier aus los. 5. 3, 2, 1, 5. Schade. Close call, ey, wir wären morgen Arktis gewesen, hätten wir beide 4 genommen. Jasper, glaubst du, du kriegst eine Fotokollage mit Schlappen in der Arktis hin? Sehen wir dann. Also wenn ihr den Clip gerade gesehen habt, dann kommt jetzt die Collage. Wenn nicht, dann nicht. Gut, wir sind jetzt hier oben auf der Brücke und zwar mit folgender Intention. Ihr habt keinen Bock, mich von da in eine Katze zu werfen. Der Prep ist mir irgendwie zu wild. Deswegen mache ich von hier oben einen Swingcast in eine Katze. Das wird mindestens 3-mal wilder und dümmer werden, alles hier. Ich finde das auch so geil dumm. Da ich immense Sorge vor einem Kälteschock habe, wende ich ein bisschen Wim Hof an. Jetzt steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Danke, Wim Hof. You're such a professional athlete, bruv. Profi-Freerunner, bruv. Dann hängen wir jetzt dran und orgeln. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orgeln, Bruder. Ich orgel die Katze sowas von den Orgel, ey. Ja, ey. Ey. Nee. Das hier Was? Stress, Alter. Action. Danke. Kannst du echt nicht schwingen, ist ja perfekt. 1, 2. Yes! So auf den Kopf genommen, das Ding. Das sah aus wie Bauchplatscher pur von hier. Ich glaube mal ganz gut.
Nachdem mein Prep ja souverän vonstatten gegangen ist und ich mich so was von mental dazu in der Lage fühle, eine Katze zu machen, obwohl ich keine Katze kann, muss Jan seinen mentalen Disput nochmal korrigieren. Ja, nochmal vom Geländer schmeißen, weil gerade habe ich eine ordentliche Augenspülung gekriegt. Muss mal gucken, jetzt wenn ich Augen zumache, ob das dann vielleicht nicht passiert. Gerade mit offenen Augen reingejagt. Also ihr wisst, was das heißt. Gleiches Prozedere, nur mit geschlossenen Augen. Katze bei Jans Flipping 4. Es ist so kalt. Ja, komm, das hin. Und wir fliegen von der Brücke! Ich dachte auch drauf. So. Ich habe denen eigentlich gerade schon Tschüss gesagt, also ich muss absolut los. Deswegen müssen die sich jetzt einfach schnell beeilen und auch runterhechten. Ja, also Rein in die Action! rein in die Action! Stock! Da hinten kommt jetzt ein Senftanker. Auf den müssen wir noch kurz warten und danach fliegen wir. Weil das ist ja die kalt hier oben. Macht das mal so beieinander, dann lege ich da Musik drunter. Senftanker ist gleich da, weißt du? Ich nehme das Boot mit, Dwayne kommt nach. Da hinten kommt die Wasserpolizei. Aachen dann. Ja, sendet, Alter. 3, 2, 1, sendet! Drei, zwei, eins, sendet! Geil! Denn kommt schon die Küstenwache, die gute alte rheinhärnische Küstenwache. So, die Polizei kommt gerade, werden auch safe anhalten, deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall direkt abhauen. Jetzt wird alles schnell eingepackt und dann let's go. Das ist ein geiler Anblick. Schön an der Hauptstraße hier mit dem voll beladenen Kajak am Mann. Ja. Ja, ich glaube, uns bleibt nur noch zu sagen, dass das einfach verdammt viel Spaß gemacht hat. Der Flug war so geil. Katzen könnt ihr dieses Jahr noch einige mehr erwarten. Und damit bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Outro! Rein da! Zack! Moin! www.schlappenstore.com. Nicht nur Shirts, sondern auch Feuerzeuge. Perfekt für Silvesterfeuerwerk. Wo ist das?